Klassisches Camping oder komfortables Glamping. Für Hinreisend starte ich den Selbstversuch. Als absoluter Camping-Anfänger verbringe ich 2 Nächte in der Altmark, Sachsen-Anhalts Geheimtipp in Sachen Camping. Hier gibt es jede Menge Erlebnismöglichkeiten inmitten von idyllischer Natur. Hier wäre eigentlich rechts. Hier wäre eigentlich aber da hier ja nicht so ein großer Verkehr. Ja, heute ist keiner da. So, jetzt muss hier bloß noch der letzte Nippel in die Lasche rein, ja, und dann steht das Ding. Wir fahren hier ein bisschen erstmal in der Altmark umher, also zu gucken, wie es so läuft mit dem Campen. Und dann wollen wir Italien oder Südfrankreich. Nächste Premiere hier für mich, Stand-Up-Paddeln. Jetzt cruisen wir durch die Altmark. Camping oder Glamping? Was gibt's hier alles in Sachsen-Anhalt? Was ist cooler? Und was kostet das? Endlose Weite, kleine Dörfer, wenige Touristen. Das ist die Altmark. Mein Campingabenteuer beginnt in Kunnrau, auf dem Kreativhof. Der ideale Ausgangspunkt für Wander-, Rad- oder Kanutouren durch die Altmark. Ich bin richtig gespannt, was der Ausflug so mit sich bringt, weil Camping war bislang gar nicht so meins. Hatte ich das letzte Mal vor 15 Jahren gemacht in der Schule. Nass, kalte Nacht, Zelt war blöd, überfülltes Zuschauers. Also das war überhaupt gar nicht meins. Für Hinreisend mache ich das jetzt aber nochmal und probiere es einfach nochmal aus mit richtigen Insiderplätzen hier in der Altmark. Und ich bin mal gespannt, was ihr so für Camping-Erlebnisse bislang habt. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr gerne campt oder nicht und was so eure Erfahrungen bislang sind. Ich mache jetzt mal hier meine eigenen Erfahrungen in der Altmark und starte bei einem richtig coolen Platz. Da hinten sehe ich schon wen. Hallo, hier bin ich doch richtig, oder? Beim Kreativhof. Hallo, guten Tag. Oh, ein Zelter. Mit Sack und Pack bin ich da. Ich bin der Marc. Hallo. Wunderbar, ich bin Renate. Herzlich willkommen in Kunnrau auf dem Kreativhof. Magst du reinkommen? Ich mag reinkommen, jawohl. Sehr schön. Ach, Schau mal. herrlich. Ja, Das ist jetzt tatsächlich schon der Campingplatz hier, die Wiese bei euch? unser Garten. Euer Unser Garten. Du darfst hier im Garten hier bei uns ein schönes Plätzchen aussuchen. So viele Leute sind ja gar nicht da. Ich bin scheinbar hier der Einzige. Nein, das kommt ja auch immer spontan. Ist das so spontan, ja? Das ist immer spontan. Die Anrufe kommen für gewöhnlich am Tage oder einen Tag zuvor. Heute Morgen sind gerade welche weggefahren. Die habt ihr verpasst. Der Garten von Renate ist ein absoluter Geheimtipp. Immer mehr Privatleute vermieten Stellplätze an Camper. 8 € kostet eine Nacht im Zelt. Mit dem Zeltaufbau, da bin ich ja sowieso mal gespannt, ob ich Da. das so hinbekomme. Ich weiß gar nicht, was ich mir ausgeliehen habe. Ich habe es mir einfach ausgeliehen, irgendein Zelt, ja. Und dann versuche ich jetzt mal mein Glück. Das wird schon. Das wird lustig. Ich glaube auch. Aber ich kann dir da nicht bei helfen, also tut mir leid. Sieht sehr groß aus. Um es gleich mal vorweg zu sagen, es ist mein erster Zeltaufbau. Und das als Großstadtpflanze. Irgendwann ist halt immer das erste Mal. Schieben Sie die Gestänge durch die schwarzen Gestängekanäle und stecken Sie die Gestängeenden in den dafür vorgesehenen Plastikschuh bzw. Pin. Ja, das sind auch wahrscheinlich hier diese Schuhe, wo die rein müssen. So. So wirklich gut sieht das hier noch nicht aus, muss ich sagen. Aber wir haben ja hier auch noch ein Gestänge haben wir ja hier noch. Bloß da geht es jetzt schon los. Ja, die Anleitung sagt, es sind 3 gleich lange Stäbe dabei. Der ist hier deutlich kürzer als die anderen beiden. Bleibt jetzt die Frage, wo der jetzt hin muss. Ja, es sieht nach Arbeit aus. Es ist auch Arbeit. Es geht einfach hier nicht rein. Es gibt's doch nicht. Tja. Jetzt ist das hier drüben wieder raus. Ah, guckt euch das mal an. Jetzt wird doch da langsam ein Schuh draus hier. So, jetzt muss hier bloß noch der letzte Nippel in die Lasche rein, ja, und dann steht das Ding. Hä? Was? Sag mal, kommt man denn hier überhaupt rein? Steck mal den Kopf rein.
Ja, ich wollte noch mal kurz Tada machen. Das ist auch schön. So, ein paar Stunden später gefühlt habe ich jetzt den Eingang gefunden. Das müsst ihr euch mal angucken. Ja! Ganz versteckt ist hier der Reißverschluss. Wenn man den hochgezogen hat, ja, ist hier ein Zelt im Zelt drin. Zweiter Eingang ist dann hier. So, und dann bist du erst drinnen im Zelt. Die Logik musst du erst mal verstehen, ja? So, Renate, mein Zelt steht. Oh, perfekt. Ging doch schnell, oder? Ja, und fürs erste Mal, du, was sagst du? Hast du gut gemacht. Danke, bin auch richtig stolz auf mich. Ja. Dann zeigt mir Renate erstmal die Sanitäranlagen. Und gleich nebenan ist ihre Floristikwerkstatt. Hier bietet sie Kreativkurse an. Am Anfang haben wir aber, wenn wir unsere Gäste empfangen, auch ein kleines Ritual. Das heißt, du kommst ja von weit her, Ja. denke ich. Ja. Du darfst eine Nadel stecken, Aha. wo du wohnst. Okay, na, das mache ich mal. Ja, Sonst gucke ich mal in meiner ganz ursprünglichen Heimat. Da ist noch keine Nadel drin. na dann mach das. Wo ich ursprünglich herkomme, ja, wo meine Wurzeln liegen, dann stecke ich da mal meine Nadel rein. Und die Noch liegen was. wo? In Burg. Nein, ehrlich? Ja. Ist ja cool. Boja Gewächs bin ich. Dann bekomme ich einen Schnupperkurs. Wir hübschen heute Bilderrahmen auf mit getrockneten Pflanzen. 3,5 Stunden kosten 80 €. Das ist mal ein anderes Handwerk, was Richtig. man jetzt nicht so oft macht, aber was man durchaus kann. Hat Spaß gemacht Ja. und vielen Dank für dieses Erlebnis, Renate, würde ich mal sagen. Immer wieder gern. Immer wieder gern. Auf dem Kreativhof gibt es aber noch viel mehr zu sehen. Renates Tochter Verena zeigt mir weitere Schlafplätze. Diesen Retro-Wohnwagen hier zum Beispiel. Ach Mensch, herrlich. Richtig urig. Wie alt ist der Wagen hier? Von 1988. Von 1988. Ja, ist schon ein paar Jährchen, ist er schon alt. Du bist halt mittendrin statt nur dabei, ne? Wenn hier die Amsel ihre Jungen füttert und wenn die Meisen hier rundherum ihr Nest bauen. Ja, hier richtig mit DDR-Bettwäsche noch. Urig, so muss es sein. Genau, falls du Mittagsschlaf jetzt brauchst, Kann ich gleich fühl reinspringen. dich frei, genau. Das wäre jetzt hier Option Glamping sozusagen auf dem Kreativhof. Das gibt es also auch. Machen wir heute nicht, das machen wir ja später noch. Ich will heute klassisch zelten, aber fürs nächste Mal merke ich mir das. Wir sprechen uns wieder, wenn der große Regenschauer kommt. Das machen wir. Bei Regen trocken bleiben, das würde man auch hier im Zirkuswagen. Das sieht ja ein bisschen nach Kindergeburtstag gerade aus. Ja, hier wird auch richtig oft Kindergeburtstag gefeiert, Echt, ja? Macht er das auch? weil ich hier Nähkurse gebe und vorrangig sind das meistens dann Anlass Kindergeburtstag. Verena empfiehlt mir dann auch eine Kanutour. Vor der Haustür beginnt der Naturpark Drömling, das Land der 1000 Gräben. Ein weit verzweigtes Netz aus Flüssen und Kanälen um die 1725 Kilometer lang. Ein echtes Naturparadies für Tier und Mensch. So, das Kanu ist fertig. Jetzt gehen wir rauf aufs Wasser. Ich freue mich und hoffe, du kennt er nicht. Ist hier rechts vor links oder? Ja, hier wäre eigentlich rechts vor Hier links, wäre eigentlich aber da rechts vor hier ja nicht so ein großer Verkehr. Ja, heute ist keiner da. Das ist gut. Genau. Oh Gott. Immer schön gerade sitzen bleiben, dann passt das schon. Und paddeln nicht vergessen. Ja, Genau. So, das passt wunderbar. ich hoffe immer so eine Schockstarre. Ja, das ist, wenn man erstmal kriegt man ein bisschen Panik, Ja, aber ja. das ist nicht schlimm. Ein Kanu kostet hier am Tag 50 €. Rolf erzählt mir, dass man von hier aus bis in die Elbe fahren kann. Einfach nur schön und eine super Entschleunigung. Nun ja, wenn die Mücken nicht wären. Also Mückenspray nicht vergessen. Wieder zurück auf dem Kreativhof. Abendbrot ist angesagt mit Renates Familie. Auch ihr Mann Rolf, Tochter Verena und deren Tochter sind mit dabei. So, wie sieht's aus hier? Nö, ist mir halt schön weiß. Die Familie sitzt regelmäßig hier abends zusammen am Feuer und hatte hier schon die halbe Welt zu Gast. Ein interessanter Austausch für beide Seiten.
So, mittlerweile ist es nachts in der Altmark. Es ist auch richtig frisch. Ihr seht ja, ich habe mich schon ein bisschen dick eingepackt jetzt. Und jetzt geht's ins Zelt. Jetzt ist die Nacht da und ich bin gespannt, was das wird. Ich bin tatsächlich ganz alleine heute hier auf diesem Privatgelände zu Gast und ja, mach's mir dann hier ganz alleine gemütlich. In diesem Sinne, gute Nacht und toi toi toi. Schönen guten Morgen zusammen. Es ist 5:30. Ich bin schon wach tatsächlich und viel Schlaf habe ich nicht bekommen. Ich werde zwar wunderschön hier heute Morgen geweckt in der Altmark von einem krähenden Hahn, von vielen zwitschernden Vögeln, vielleicht kann man das hören. Aber man kann es vielleicht auch hören, dass ich ganz schön verschnupft klinge. Weil ein Riesenthema in der Nacht bei mir war Pollenallergie. Ja, ich habe etliche Allergien gegen Gräser und gegen Pollen. Normalerweise zu Hause bei mir ist das nachts aber völlig runtergefahren. Da habe ich gar keine Probleme mit, ja. Aber hier ist mir das gestern Abend schon voll in die Nase reingeschossen. Ich hatte juckende Augen und das hat mir letztlich eine Menge Schlaf gekostet. Und ihr seht, ich habe etliche Taschentücher vollgerotzt. Das sind die Leiden eines Allergikers. Und die hat man leider Gottes beim Zelten draußen in der Natur. Deshalb von mir eine sehr durchwachsene Nacht hier im Zelt. So, moin nochmal. Jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt habe ich mal richtig schön heiß geduscht. Jetzt kann der Tag starten und jetzt freue ich mich erstmal auf ein richtig schönes Frühstück. Guten Morgen. Guten Morgen, das sieht ja Wahnsinn aus. Richtig mit Essblüten aus eurem Garten drauf? Ja, genau. Frisch gepflückt wurden, als du in der Dusche warst. Platt. Jetzt bin ich ja platt. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, Renate. Tja, mit Liebe, weißt du doch. Das Frühstück kann direkt bei der Anmeldung mit dazu gebucht werden. Ab 12 € pro Person. Individuelle Wünsche nimmt Renate gerne entgegen. Also der Kreativhof in Kuhnrau, liebe Freunde, ist ein richtiger Geheimtipp, so eine richtige Perle hier in der Altmark. Da kann man wirklich mitunter spontan vorbeikommen, sein Zelt aufschlagen, seinen Wohnwagen hinstellen. Man wird herzlich aufgenommen von einer ganz, ganz lieben Familie, die einem so gut wie jeden Wunsch hier erfüllt. Und ja, wenn man sich das doch nicht so ganz traut, in einem fremden Garten vielleicht in einem Zelt zu schlafen, man kann ja hier eben auch schick und nett im Wohnwagen oder im Ferienhaus oder im Zirkuswagen schlafen. Und das ist dann schon wieder Glamping, ne? Das will ich ja jetzt auch mal ausprobieren in meiner zweiten Nacht. Würde ich hier auch gerne, ehrlich gesagt, im Zirkuswagen machen. Ich habe mir aber was anderes ausgesucht in der Altmark und da fahren wir jetzt mal hin. Ich fahre gen Osten durch die Altmark. Ins gut 90 Kilometer entfernte Bittkau, über Gardelegen und Tangerhütte. Meine Glamping-Nacht verbringe ich im Family Camp Kellerwil. Seit 28 Jahren betreibt Stefanie Gruber mit ihrer Familie den Platz und der hält einiges bereit. Auf 20 Hektar gibt es Zelt- und Wohnwagenplätze. Dazu ein Restaurant, Sanitäranlagen und sogar richtige Ferienhäuser, einen großen Natursee sowie Fußball- und Volleyballplätze. Und Pippowagen. Ach, cool. Sehr schön. Ist ja sogar richtig mit Bettwäsche bei euch drin. Ich habe jetzt extra eine Decke mitgenommen, hätte ich eigentlich zu Hause lassen können. Hätte ich das gewusst. Eine Nacht im Pippowagen kostet 27 €. 2 Personen zahlen 40 € die Nacht und 3 Personen 50 €. Inklusive Bettwäsche und diversen Erlebnismöglichkeiten direkt vor der Tür. Nächste Premiere hier für mich, Stand-Up-Paddeln. Das stand hier so einfach, ich darf es mir nehmen. Mache ich einfach mal, probiere ich mal. Eine Stunde Stand-Up-Paddeln kostet 7,50 €. Das Board kann man sich direkt beim Campingplatz ausleihen. Mein erster Eindruck ganz schön wackelig und das Board will auch nicht so wie ich will. Es dreht sich immer weg, Alex. Ich kann nichts machen. Verrückt. Wenn ihr wisst, wie man so ein Ding lenkt, schreibt uns das mal bitte in die Kommentare rein, ja? Und jetzt Kommentar, ich höre dich nämlich auch gut. Jetzt soll ich noch einen Kommentar abgeben hier? Das ist ein Witz. Aber ich meine, man muss es mal positiv sehen, ja? Noch hat es den Moderator hier nicht ins Naturbecken reingesammelt. Aber es kommt vielleicht noch.
Ich fahre nämlich schon wieder dahin, wo ich nicht hin will. Mit der richtigen Technik und etwas Übung kann man hier ganz entspannt Stand-up paddeln. Mein wackeliges erstes Mal hat mir aber trotzdem Spaß gemacht. Am Ende gehe ich so noch mal rein ins Wasser. Und dann ab in die Dusche. Auf dem Campingplatz läuft das allerdings ein bisschen anders als im Hotel. Das ist eine Duschmünze. Die gibt es hier auf dem Platz. Die muss man sich zulegen, wenn man duschen möchte. Eine Münze kostet 1 Euro und dann kann man 4 Minuten mit duschen. Die Chefs haben ja gesagt, wenn man das Duschwasser stoppt, dann zählt die Zeit nicht mehr mit. Schauen wir mal nach. Ich will jetzt in Dusche 2 duschen. Stecken wir die hier mal rein. Mit der Hoffnung, dass das hier auch reinpasst. Okay. Moment. So. Zählt das jetzt oder ist die jetzt durchgefallen? Hallo? Gut. Na dann probieren wir mal, ob das Duschwasser jetzt klappt. Ich bin mal gespannt. Oh Mann. So, jetzt gehe ich mal rein. Bin mal gespannt. Ja, das geht tatsächlich. Schon vorbei? Ja, jetzt muss Also, das naja. sein. Du duschst jetzt wirklich, ne? Ja, logisch. Ja, natürlich dusche ich Ja, jetzt. ja. Also sag mal so, ganz in Ruhe duschen bei 4 Minuten geht bei mir irgendwie nicht. Ich habe dann schon so ein bisschen Druck und die Zeit im Nacken, ja. Und wenn man sich rasieren muss unter der Dusche, dann schon mal gar nicht, ja. Mussten wir aber heute nicht, wir haben vorgesorgt. Jetzt bin ich fresh und freue mich auf den Abend. Und ich schaue mal, wer noch so auf dem Campingplatz ist. Unweit von meinem Pippo-Wagen treffe ich eine junge Familie. Katharina und Martin aus Nordhausen, Campinganfänger wie ich. Wir haben uns einen Wohnwagen für 3 Monate gemietet und unsere allererste Nacht hier jetzt. Den habt ihr euch für 3 Monate gemietet. Genau. Und jetzt seid ihr 3 Monate im Urlaub unterwegs, oder? Wir fahren hier ein bisschen erstmal in der Altmark umher, also zu gucken, wie es so läuft mit dem Campen, wie alles funktioniert. Und dann wollen wir Italien oder Südfrankreich. Ne? So ist der Plan. Seid ihr erfahrene Camper oder ganz frisch Wie gesagt, dabei? unser allererstes Mal. ja. Unsere allererste Nacht hier, ja. Ach was, dann seid ihr ja genauso blutige Anfänger wie ich. Genau. Die Altmark als Warm-up für die Europareise. Na, was sagt man denn dazu? Der Familie gefällt's. Vor allem die Kids im Kindergartenalter fühlen sich wohl in der Natur. Die haben Spaß, die sind hier am Spielplatz unterwegs und die genießen das, ne? Ja, die Natur. Die Zeit hier, die wir bis jetzt hier hatten. Direkt nebenan Tino und seine Frau aus Wernigerode mit ihrer ausfahrbaren Wohnkabine. Ihr habt aber auch einen dollen Wohnwagen, sehe ich hier. Kleine Hütte, sag ich mal, reicht vollkommen aus. Ja. Tagsüber unterwegs, nachts dann schlafen reicht. Habt ihr da eine richtige Küche drin? Ja, ja, ist alles so eine Küche, Toilette, alles so, wie man es braucht. Eine Toilette ist da auch drin? Ja, die ist hier unten drin. Ach was. Ja. Was ist so das wichtigste Accessoire, das wichtigste Der Equipment? Backofen. Der Backofen. Der Backofen, es ist wichtig, so für mich, weil ich da von meinem Backen. Das Wichtigste ist dein Laptop. Jetzt bin ich ja platt. Ja, da backen, weil ich auch unterwegs back. Ich mache feine Kuchen unterwegs. Ach, hören Sie auf. Ja, wenn schön, denn schön. Das ist schon gar nicht mehr Zelten, das ist richtig Glamping hier. Das ist richtig luxuriös. Sie können auch gerne reingehen. Dürfen wir mal Sie reingucken? können Ja. gerne reingehen. Ein rollendes Hotel haben die beiden aus dem Erzgebirge samt Backofen, komfortablen Betten und modernem WC, inklusive ausklappbarer Dusche. Das sieht hier nach Fahrradtour aus bei Ihnen. Ja, wir haben recht Richtig geraten, ne? richtig geraten. Ja. Sie haben sehen, erschöpfte Menschen. Viele Fahrradtouristen besuchen die Altmark, denn von hier aus sind viele sehenswerte Orte nicht weit. Bis nach Tangerhütte sind es zum Beispiel 13 Kilometer. Für längere Routen bietet sich eine Fahrt nach Stendal oder Tangermünde an. Und mit der Elbfähre wäre auch eine Fahrt nach Gentin möglich. Mein zweiter Campingtag neigt sich dem Ende entgegen. Glamping-Stimmung mit lecker Weinchen auf dem Balkon. Und dann freue ich mich aufs Bett. Einen schönen guten Morgen nach
der zweiten Nacht, nach der Glamping-Nacht, und das war wirklich schon sehr komfortabel. Ich habe sehr, sehr gut geschlafen. Es ist jetzt 7:45. Ich bin wach geworden durch den Wecker und aber auch durch Regen. Es hat hier richtig krass gerade noch geregnet und das ist alles auf das Pippo-Wagendach sozusagen abgeprallt. Man ist trotzdem auch mit der Natur verbunden, wenngleich das hier ein richtiges festes Dach über dem Kopf ist. Die Allergie war komplett weg, also man ist doch ein bisschen mehr geschützt und man hat eben ein richtiges Bett hier, ein richtiges Kissen und eine Matratze und das ist schon komfortabler. Also ich habe diesmal sehr gut geschlafen. Auch heute wartet ein reich gedeckter Frühstückstisch auf mich. Das Family Camp Kellerwil hat verschiedene Angebote für den großen und kleinen Hunger. Preislich geht's los bei 6,50 €. Frisch gestärkt beginnt dann mein Tagesausflug. Also das ist ja mal ein wirklich cooles Teil hier. Habe ich noch nie gesehen, das ist ja mega. Ja, es macht auch sehr viel Spaß, damit zu fahren. Das glaube ich, ja. Aber ich sehe schon hier, das hat eine eigene, ist irgendwie nicht so ganz wie beim Motorrad, ne? Weil man hat hier irgendwie auch noch so ein Pedal da unten. Das Pedal ist die Fußbremse. Das ist die Fußbremse. Auch die einzige Bremse, die man hat. Also ein bisschen langsam anfangen, würde ich sagen. Ja gut, 180 machen wir nicht gleich. Wir fangen mal... Maximal 70. Maximal 70, okay. Das italienische Kult-Dreirad bietet der Campingplatz zum Ausleihen an für 99 € pro Tag. Der Sprit ist inklusive. Mega, geht richtig gut ab das Ding. Also jetzt habe ich ein gutes Gefühl dafür und jetzt cruisen wir durch die Altmark. Die Ape ist ein absoluter Blickfang und für mich perfekt, denn mein Fahrrad habe ich nicht dabei. Rings um Bittkau entdecke ich die herrliche Natur und einen tollen Platz an der Elbe. Hier lässt es sich aber richtig aushalten, muss ich sagen. Herrliche Ecke, Blick auf die Elbe, man sieht die Natur der Altmark. Ich habe gerade mal so überlegt, also hier in so einer schönen warmen Sommernacht sein Zelt aufschlagen, das hätte was. Stichwort Wildcamping. Ist aber nicht so einfach, vor allem in Sachsen-Anhalt nicht. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Man braucht die ausdrückliche Erlaubnis des Nutzungsberechtigten, um hier eine Nacht legal sein Zelt irgendwo aufzuschlagen. Ist aber in jedem Bundesland anders. Mit meinen beiden Campingplätzen bin ich aber total zufrieden. Die Ape Spritztour ist ein toller Abschluss meiner Altmarkreise. Einfach ein geiles Teil, das Ape. Also wenn ihr mal in der Altmark unterwegs seid, leiht euch so ein Ding aus, macht mega Spaß. So geht ein rundum gelungener, spaßiger Campingausflug zu Ende. Es hat deutlich mehr Spaß gemacht als vor 15 Jahren. Zelten, Wohnwagen oder hier die noble Zwischenvariante mit Bett im Wagen oder im Zelt. Das alles gibt es hier, das Glamping. Hat mir persönlich ein bisschen besser gefallen, der Komfort. Aber wie schaut es bei euch aus? Was wäre euer Favorit? Zelten, Camping oder Glamping? Schreibt uns das gerne in die Kommentare und lasst gerne auch ein Abo da, wenn es euch hier bei Hinreisen gefallen hat. Wir sind jeden Mittwoch für euch unterwegs, da kommt was Neues raus auf diesem Kanal. Unter anderem war ich schon im Harz, 24 Stunden Survival, nur mit Isomatte, mit Zeltplane und einem Messer bewaffnet. Also sehr, sehr erlebnisreich war das und auch sehr, sehr sehenswert. Und Madeleine hat für euch eine Sternreise gemacht mit vielen mystischen Wanderrouten. Auch dort dürft ihr gerne mal raufklicken und euch das anschauen. Macht's gut und bis ganz bald hier bei Hinreisend.